Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold- und Silberaktien historisch unterbewertet. Ein Disclaimer. Gold- und Silberaktien historisch unterbewertet. Goldaktien historisch gegenüber US-Aktien absolut billig. Das Ratio liegt quasi bei 0,00. Die extreme Unterbewertung der Goldaktien zeigt dieser Statist und wir sehen 5 Tiefs seit dem Jahr 2000, wobei die letzten 4 Tiefs 2015, 2018, 2020 und heute sind. Das heißt, wir haben die beste Chance, dass wir eines der Tiefs haben und andererseits eine Erholungsrallye bevorsteht. Man kann sogar mit den man kann sogar mit einer stärkeren Bewegung nach oben als bei den letzten 3 Mal rechnen. 2015, 2018, 2020, wie gesagt, wie man sie anfangs zwischen 2000 und 2003 erleben konnte. Ein langjähriger Bullmarkt steht demnach vor uns und der Einstieg wäre aktuell noch einmal besonders günstig, wobei auch wohl auch die letzte Chance, die uns hier eingeräumt wurde. Ja, Sie sehen das hier am Chart, dass wir jetzt hier diese letzten Tiefs hier hatten, die letzten Jahre sozusagen. Also der Boden ist eindeutig gebildet worden. Und wenn man das, sage ich mal, mit 2000 hier vergleicht, da war das im Prinzip nur ein Schlag nach unten und dann ging eigentlich ein langjähriger Bullenmarkt hier nach oben. Insbesondere sehr stark war natürlich hier bis 2004 sozusagen. Und auf so einen überproportional längeren Anstieg setzen wir jetzt im Grunde genommen auch. Das ist jetzt wirklich die nächsten 6 bis 9 Monate relativ steil nach oben geht, ganz ähnlich vergleichbar wie die Frühphase der 2000er Jahre. Das ist jetzt ein sehr langfristiger Chart, das einfach das Verhältnis zwischen generell US-Aktien und Goldaktien zeigt. Und Sie sehen, selbst in den 1970er Jahren, als wir auch schon diese riesigen Goldaktien-Rallyes gehabt, die ich gezeigt habe, wo sich teilweise die Aktien verdreieinhalb, vervierhundertfacht haben. Also aus 1.000 € konnte man eine Viertelmillion etc. machen. Selbst dort waren sie im Verhältnis zu heute, Sie sehen diese Tiefs hier, äh, überbewertet. Völlig überbewertet gegenüber normalen US-Aktien. Das heißt, wir haben ein noch nie dagewesenes Tiefs. Und selbst damals gab es in den 70er Jahren fast Vertausendfachung. Also damit ist einfach das Potenzial von Goldaktien derartig exorbitant, das kann man sich kaum vorstellen. Also ja, das ist nicht, ist wirklich unlogisch. Wir können nur einfach sagen, dass dieses Fiat-Money-System derartig solche Macht und durch die Technologie, die sie auch machen können und die Kreditaufnahme und Geld aus dem Nichts schaffen, dass die derartig viel Kapital angezogen haben, bis heute angezogen haben. Sie haben das die letzten Monate mit dem Dollaranstieg gesehen ist, dass das eigentlich jeder Bestreibung spottet. Und Sie müssen sich ja auch einige Zahlen, die das auch erklärt, bewusst machen. Sage ich mal, in den 70er Jahren hatten circa 20% der Anleger waren in Gold, also sehr, sehr viel im Vergleich. Heute sind es 0,5%, unvorstellbar. Wenn sich dieser Trend lösen sollte, und wenn das dann sich beschleunigen sollte, vielleicht am Ende einer Panik über, jeder wird in Gold und Silber, ist es einfach unvorstellbares Potenzial. Ähm, und bei diesen Goldaktien ist es ja so, dass sie dann diese Entwicklung, die dann irgendwann kommt, vorwegnehmen. Das ist absolute absolut lukrativer an diesen Goldaktien. Das würde theoretisch bedeuten, wir haben jetzt wirklich einen Mega-Anstieg zu rechnen. Und das ist eben so zu erklären, dass diese Goldaktien, die jetzt halb tot sind, quasi von den Lebenden erweckt werden, wieder von den Toten wieder erweckt werden und allein dadurch aus dem Nichts eine Bewertung auf Schlag teilweise um das 5- bis 10-fache kriegen, einfach nur, weil es quasi ein Kaltstart ist sozusagen. So, und dann werden die Leute erst darauf aufmerksam und
gehen in diesen Markt und gerne gibt es die nächste Verzehnfachung. Das wird dann teilweise Anpassungsrallye mit insgesamt in der Spitze bis Verhundertfachung geben. Das ist einfach eine unglaubliche Chance. Ja, hier eine neue Goldaktie. Es handelt sich hier um einen Goldprojektgenerator, Marktkapitalisierung 40 Millionen. Hohes Risiko aus Labrador in Kanada. Das Grundstück Kingsway besteht aus 264 Claims, die sich über etwa 77 Kilometer erstrecken. Das Projekt befindet sich etwa 18 Kilometer nördlich der Stadt Gander in Neufundland. Sehe auch unten hier die Grafik. Die Infrastruktur ist hervorragend, da das Projekt über den Trans-Canada Highway, einer nahegelegenen Eisenbahnlinie, Strom und reichlich Wasser erreichbar ist. Es gab da Proben eines Quarzgangs mit sichtbarem Gold. Das hat vermutlich damals auch zu dem Anstieg, den Sie hier sehen, im Jahr 2021 geführt, mit Höhepunkten von bis zu 185 Gramm pro Tonne Gold, 66 Gramm pro Tonne Gold und 38 Gramm pro Tonne Gold. Also absolutes Highgrad mit sehr hochgradigem Gold. Und das macht den Markt natürlich immer wieder euphorisch. Aber die Kehrseite ist dann, das sehen Sie auch an dem Chart, wenn diese Euphorie dann raus ist und das spekulative Geld wieder abgezogen ist, kann es dann zu sehr heftigen Kursrückgängen gucken, wie Sie hier sehen. Ist es hier quasi von 1,75 jetzt auf aktuell 23 Cent gestiegen. Also es ist einfach unglaublich. Ich meine, aber es ist natürlich anzunehmen, wenn wie dieser Gold im Markt wieder heiß wird, etc., dass dann natürlich das alte Hoch auch dann durchaus wieder schnell erreicht ist. Denn am Projekt, am hochgradigen Gold, am Gebiet, an diesen riesigen Gebieten hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Sie haben, wie gesagt, hier noch ein anderes Grundstück, das VP-Dale, umfasst 998 Claims, das sich über 249 Quadratkilometer des Grünstallgürtels Florence Lake erstrecken. Die Claims liegen nur 30 Kilometer von der Küstengemeinde Hopedale entfernt, die täglich von Happy Valley Ghost Bay aus angeflogen wird. Proben entnahmen im Jahr 2003 von Cornerstone Resources hat Werte von bis zu 7,5 Gramm Gold ergeben. Die anschließende Beprobung des Vorkommens durch das Unternehmen bestärkte die früheren Ergebnisse mit Werten von bis zu 11,4 Gramm pro Tonne Gold in einer Schürfprobe. Ja, also die positiven Attribute sind eben sehr, also hochgradiges Gold zum einen, ähm, sehr gutes Rechtsgebiet, Kanada, Labrador, auch wenn es natürlich ziemlich im Norden ist und natürlich jetzt zum Winter hin durchaus schwer zu bearbeiten ist, ist keine Frage. Ja, sehr große Gebiete, absolut hochgradiges Gold, gute Infrastruktur. Ich denke, diese Aktie wird auch wieder dann mehr in Fokus kommen, wenn der Goldmarkt wieder heiß läuft. Ja, der Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre, das hatte ich schon erwähnt. Dort sind eben Aktien von 15 oder 20 Cent, ähnliche Explorationsunternehmen wie die Sie gerade genannten, sind teilweise um das 100, 200, 300-fache gestiegen. Das heißt, aus 1000 Dollar wurde teilweise 100, 200, 300, 400.000 Dollar gemacht. Absolut unglaublich, solche Anstiege, aber in Goldaktienbullenmärkten kann das passieren. Und ich hatte ja anfangs nochmal mit der historischen Betrachtung der Goldaktien gesagt, dass diese Goldaktien aus den 1970er, 1980er Jahren äh, dagegen absolut teuer waren aus heutiger Sicht. Trotzdem kam es damals fast zur Vertausendfachung von Goldaktien, wie diese Beispiele beweisen. Was soll denn, was soll denn jetzt passieren, wenn wir wesentlich tiefer sind als in den 1970er Jahren und die Geldmassen viel größer. Ich hatte ja gesagt, 0,5% sind in Gold. In den 1970er Jahren waren 20% in Gold. Bitte, was soll das aus diesen Goldaktien machen? Es gibt nur einen einzigen Schluss, der das zulässt. Sobald der Goldmarkt heiß ist, wird es überproportional ansteigen, diese Goldaktien eigentlich hier ähnlich dieser genannten Beispiele. Rein mathematisch müsste es das geben, weil, wie gesagt, wir sind wesentlich tiefer als in den 1970er Jahren. Und dann damals ist es zur Vertausendfachung gekommen. Also die Situation ist unglaublich. Es ist ein sehr günstiger Zeitpunkt einzukaufen.
Und vermutlich steht wirklich eine sehr starke nächste 6 bis 9 Monate vor uns, die für Goldaktien total lukrativ ist. Also was kann man jetzt tun? Ja, solche genannten Penny Stocks im Grunde genommen kaufen, wenn möglich in sehr guten Rechtsgebieten mit gutem Management, hochgradiges Gold, sehr große Gebiete und hoffen, dass dieser Markt jetzt dreht und sich Gold wieder über 2000 etabliert und diese Aktien hoffentlich eine ähnliche Performance machen wie hier in den 1970er Jahren. Das kann man nicht vorhersagen, aber man kann auf alle Fälle diese Goldaktien beobachten, man kann sie bewerten, wer hat besonders viele Ressourcen und man kann, sage ich mal, gut performende systematisch nachkaufen. Und so nähert man sich, sage ich mal, vielleicht an das Optimalszenario an, hat möglichst viele Gewinner drin. Einfach so, dieses ganze Geschäft ist hochrisikoreich. Wir wissen nicht, was das Management macht. Es ist viel falsch. Das Bohren etc. kann viel kosten. Es kann Fehlschläge geben. Aber trotzdem muss gesagt werden, wenn es wirklich zu einem Goldboom kommt, dann gilt dieser alte Spruch, dass wenn der Wind nur hart genug bläst, dann fliegen auch Truthähne. So, das heißt, dann kommen wir in eine Phase, wo es eigentlich überhaupt keine Probleme mit Goldaktien gibt. Die dauert aber vielleicht vermutlich irgendwo wirklich 6 Monate an. Da gibt es im Prinzip dann kein Risiko, aber danach, wenn ein gewisses Plateau erreichbar ist mit Rückschlägen zu rechnen. Das muss man sich bewusst machen, dass das ein sehr gefährliches Business ist. Bis auf eben die Phase dann, wenn der Goldmarkt jetzt Richtung 2300 geht und dann auch wirklich die sozusagen, die wirklich fraglichen, die wirklich nicht so guten Projekte auch massiv steigen, aber eben die sehr guten dann überproportional. Die versuchen wir zu identifizieren. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, machen einen moderaten, sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir rechnen Potentialfaktor, wie hoch kann die Aktie steigen, wenn Gold auf 2500 ähm, Dollar steigt. Das ist einfach eine Abschätzungsformel, die Marktkapitalisierung, Anzahl Unsen, Grad des Goldes, Länderrisiko, sage ich mal, zusammentut. Und einfach um die Aktien besser vergleichen zu können. Eine Exit-Strategie ist auch mit bei. Und was kann man investieren, wenn dieser Boom vorbei ist? Bei Interesse mache ich Ihnen auch noch einen Portfoliovorschlag gerne. Mit persönlicher Beratung finden Sie alles unten im YouTube verlinkt. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Der Vorteil ist, die sind eigentlich zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Sehr günstiges Gold. Das sind zollfreie Lager in der Schweiz. Ähm, ja, genauso leicht ist das Verkaufen, wenn Sie wieder Geld brauchen. Sie können sich die Ware auch ausliefern lassen. Ist sicherlich mal einfach interessant anzusehen. Bevor Sie generell physisches Gold kaufen, würde ich Ihnen empfehlen, auf die Vergleichsportale wie gold.de zu gehen, um, sage ich mal, nicht überteuerte Ware unnötigerweise zu kaufen. Ja, nützliche Informationen, Kontakt. Da finden Sie nochmal verlinkt, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz oder Liechtenstein einlagern, einige Langfristschaft, Literatur über Goldaktien, weitere Indizes, sage ich mal, Verlinkung von Diskussionsformen wie COCA, das ist, sage ich mal, in der englischsprachigen Welt. Da werden diese ganzen Aktien eigentlich systematisch diskutiert, kann man viele wertvolle Informationen sicherlich rausziehen. Wenn Sie Zustellungsprobleme, Fragen, Rückmeldung, wie auch immer haben, äh, oder irgendwas nicht bekommen haben, ich habe manchmal Probleme mit Spam, rufen Sie mich einfach an. Sobald es mir möglich ist, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also nochmal, besten Dank und bis zum nächsten Mal.